Ja, es geht extrem gut, gar keine Frage, aber 666 PS. So Leute, ja ich weiß, ihr werdet euch jetzt wundern, was mache ich hier in der Tiefgarage? Kein Robert ist da, Intro startet komplett neu, aber Leute, ich fahre seit ein paar Tagen mit einem Auto rum und das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam herausfinden, ob denn hier der Lamborghini Urus Performante wirklich der geilste SUV ist, den es aktuell auf dem Markt gibt. Also was man erstmal sagen muss, wie böse steht hier dieser Lamborghini Urus Performante in den kompletten Blacked Out bitte da. In Verbindung mit den 23 Zoll Felgen mit so einem Gold-Bronze-Finish, in Verbindung 440 mm Keramikbremse. Auch insgesamt ist er 20 mm tiefer geworden als ein normaler Lamborghini Urus sowie eine 16 mm breitere Spur, aber was auch anders ist, Leute, ist der Preis. Denn allein Grundpreis kostet hier der Performante über 50.000 € mehr als ein normaler Urus und im Endeffekt haben wir hier nur 15 PS mehr und er wiegt, ja, ich glaube um die 50 Kilo weniger als ein normaler Urus, also man spürt das eigentlich so gut wie gar nicht. Und was man hier noch dazu sagen muss, Leute, weil er geht ja beim Grundpreis bei 260.000 € erst los, aber hier handelt es sich um eine Sonderversion und zwar um die Katar-Version. Im Rahmen von der Fußball-Weltmeisterschaft wurde hier diese Version vorgestellt und davon gibt es nur 10 Stück weltweit. Und ihr seht, das Ding ist halt auch wirklich komplett volle Hütte. Serienmäßig Akrapovic-Abgasanlage, aber hier kompletter Diffusor in komplett Carbon. Genauso wie auch hier. Zieht euch das mal rein. Hier beim Schriftzug komplett alles in Carbon. Hier die Finne in Carbon. Hier auch zusätzlich nochmal hier oben dieser Dachkantenspoiler, wie auch immer man das nennen mag, ob das dann auch wirklich was bringt. Also ich meine, anscheinend haben wir hier um die 30% mehr Downforce hinten. Aber ob man das dann wirklich beim Fahren spürt, ist das andere Thema, genauso wie auch hier komplett in Carbon bis hier hin, wo wir noch zusätzlich Trittbretter montiert haben, weil sie auch noch in Carbon ist. Das ist schon wirklich verrückt. Wenn wir uns nämlich mal den Innenraum reinziehen, Leute, das ist wirklich abgefahren. Also da bekommt Lamborghini das extrem gut hin. Zieht euch mal hier die komplette Tür rein. Wir haben hier komplett alles in Alcantara. Also hier ist nichts Plastik, hier ist gar nichts. Das ist komplett alles hier überzogen bis hin nach oben. Komplett dann hier weiter in Carbon mit den gelben Kontrastnähten. Das sieht sowas von sexy aus. Außen schwarz, innen schwarz-gelb. Auch wieder hier die gelben Kontrastnähte. Wir haben hier das schöne Performante-Logo eingearbeitet. Und dann auch hier das Lenkrad, schön in Alcantara, also Innenraum bekommt Lamborghini hier schon extrem gut hin. Und nur damit ihr auch wisst, dass das Auto komplett volle Hütte ist. Also ich meine, welcher Mensch braucht das? Aber gut, für die Kinder ist das natürlich ideal. Wir haben auch noch zusätzlichen Fernseher. Also ich will gar nicht wissen, was das allein kostet. Denn ihr müsst euch mal überlegen, nur dass wir hier diese blaue LED-Beleuchtung haben, kostet allein schon um die 2.500 € Aufpreis und dieses komplette Carbon-Paket. Also wir reden hier auf jeden Fall ausstattungsmäßig, bin ich mir sicher, von 70.000 € nochmal Aufpreis, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt in das Auto ein. Wir wollen jetzt den Urus Performante testen. Ist er wirklich besser als ein normaler Urus? Wie ist der Sound? Wie ist die Beschleunigung? Und vor allem im Vergleich DBX 707, der letztens erst in die Sammlung gekommen ist mit 707 PS, was ja das schnellste Luxus-SUV ist der 707 dann trotzdem wirklich schneller, fährt sich das Fahrzeug besser als ein Urus Performante. Von daher würde ich sagen, jalla, Abfahrt. So, Leute, dann, ja, da merkst du halt direkt schon, das ist V8 Power. Das ist, vom Gefühl her ist das schon geil. Also, ich würde mal sagen, wir machen hier mal gleich mal das Fenster runter. Ja. Alter. Also ihr seht, Motor ist schon komplett warm, keine Sorge. Ja, das ist auch wieder das Thema, Leute. Ja, es ist ein RS6-Motor, aber Lamborghini hat den Motor extrem gut verfeinert. Also hier wirklich, wo du sagst, du hast die Crackles am Start, aber es ist nicht so viel. Klar, natürlich in Verbindung mit hier der Akrapovic-Anlage, die komplett aus Titan ist, macht das natürlich schon auch nochmal einen deutlichen Unterschied.
Und man muss sich überlegen, Leute, das hat komplett Zulassung. Das ist komplett Serie hier. So Leute, wir sind etwas außerhalb hier angekommen. Dementsprechend können wir auch jetzt mal ein bisschen Gas geben. Ich würde mal sagen, gehen jetzt mal in Sport. Machen wir hier mal das Fenster ein bisschen runter. Wir haben ja hier schon mal, genau auch mit einem normalen Urus schon mal ein Video gedreht. Da durfte ich damit sogar in der Wüste fahren. Und dementsprechend ist das natürlich jetzt hier ein idealer Vergleich. Ihr merkt, dass der Wind ist ganz schön stark da draußen. Ne? Nicht, dass ihr nichts mehr hören könnt. Knallen ist halt brutal. Ja, es geht extrem gut. Gar keine Frage, aber 666 PS. Leute, ich bin den DBX 707 so sehr gewohnt. Schaut euch das mal an, aus dem zweiten Gang raus, sind jetzt 60 km/h. ...150, 160. Das ist extrem schnell, aber man merkt zu einem normalen Urus merkt man gar keinen Unterschied, also wirklich gar nicht. Und zum DBX 707 merkst du beim 707 größere Lader, mehr PS, Sound ist geil, definitiv. Aber vom Punch her dachte ich jetzt halt schon, da wird jetzt halt mehr gehen. Können wir wirklich hier, und wir bleiben mal hier mal kurz stehen, wir machen eine Launch Control, wir gehen sogar auch in den Corsa-Modus. Wir haben ja auch noch den Rallye-Modus, da ist das ESP nochmal mehr eingeschränkt, damit wir auch noch auf der Straße theoretisch fahren können, aber normalerweise wirklich nur für Offroad. Wir müssen das ESC noch ausmachen, so. Und los geht's. Oh, okay. Das knallt rein. 3,3 Sekunden, von 0 auf 100 ist er angegeben. 170, 180, 200. Okay, also oben rum, er marschiert schon gut. Er marschiert schon gut, aber Leute, ich bin leider den DBX 707 zu sehr verwöhnt von der Leistung. Muss ich ganz klar sagen. War allein hier bei 4000 Touren raus, ja. So, und da kommt erst bei 5.000, 6.000 Touren, da kommt erst der Punch beim DBX 707. Und da ist der Unterschied da. Da ist ein deutlicher Unterschied. Hier Lamborghini Urus. Geht extrem gut. Hier performante Version. Ich merke jetzt gefühlt, ich sitze alleine im Auto, bin den normalen Urus hier auf der Strecke gefahren. Ich merke keinen Unterschied. Klar, Leute, es ist warm, 36 Grad, ja. Biturbo, das nimmt dir die Leistung einfach weg. Das Einzige, was du wirklich merkst, er lenkt sich deutlich besser ein, ja. Also du hast hier, wir haben kein Luftfahrwerk mehr, ja. Das macht natürlich einen deutlichen Unterschied, bedeutet, alles ist straffer, aber das merkst du auch beim normalen Fahren. Es ist immer noch ein SUV und für ein SUV ist er natürlich schon sehr hart, was ich ja geil finde, aber man muss es wirklich mögen. Beim normalen Urus ist das einfach eine Luftfederung, ja, und dann merkst du, du fährst über Speedbumps drüber, ist das entspannt, aber hier merkst du, das ist hier schon zapfig. Aber wir können hier nochmal aus dem zweiten rausgehen. Wir machen jetzt nochmal das Fenster mal runter. Das ist schon geil. Du hörst halt vorne die Lautsprecher. Du merkst halt, vorne haben wir die Lautsprecher, aber er ist trotzdem extrem laut. Und das geht hier schon gut. Du merkst schon, also das lenkt sich hier extrem gut ein. Man merkt, der ist komplett straff. Boah, ja. Also vom Lenken her ist das hier extrem stabil. Er liegt extrem straff. Da merkst du, ist deutlich härter, deutlich stabiler. Wir haben auch hier neue Bankstabilisierung bei der Performante-Version. Also da merkst du hier, Performante, das macht auf Ernst, das geht richtig gut, das liegt extrem gut, das liegt wie ein Brett, extrem stabil. Aber trotzdem, Leute, ganz ehrlich, ist das hier wirklich jetzt diese 50.000 Aufpreis, diese 50.000 Euro Aufpreis wirklich wert? Und vor allem, ihr müsst ja euch noch überlegen, wir müssen uns ja noch so viel ausstatten, was wir hier an zusätzlichen Optionen haben mit den ganzen Carbon-Sachen. Ich meine, wir können mal kurz so eine Preisliste mal kurz einblenden, ne? Also da wird dir wirklich schlecht. Das ist wirklich abnormal. Verarbeitungstechnisch keine Frage. Zieht euch das mal rein. Hier das ganze Lenkrad und alles. Gar keine Frage. Die Schaltpedals komplett aus Aluminium.
Aber nochmal, aus dem dritten raus. Ich merke einfach keinen Unterschied zum normalen Urus und kann man auch nicht merken. Es sind 15 PS mehr, es ist 50 Kilo weniger Gewicht. Da hätte ich mir schon erhofft von Lamborghini, dass die da schon noch mal ein bisschen mehr Leistung rausbringen. Weil ganz ehrlich, DBX 707, es ist ungefähr derselbe Preis. Ja, ein bisschen, es ist günstiger. Ja, es kommt immer auf die Ausstattung darauf an. Der DBX 707, das Auto ist schneller geradeaus. Das Auto ist auch in den Kurven schneller. Performante fühlt sich hier schon deutlich stabiler an, aber trotzdem, wenn ich das mit dem DBX 707 vergleiche, ich kann mit dem Auto schnell fahren. Jetzt sehen wir mal hier, wir fahren über einen Speedbump drüber. Also das ist schon, klar, wir sind jetzt im Corsa-Modus. Hier nochmal. Das ist schon sehr hart, ja. Also wir müssen hier schon wirklich langsam rüberfahren. Hier aus dem ersten raus. Jetzt sind schon wieder 100. Also es ist extrem schnell, Leute, gar keine Frage. Aber für mich, also mir wäre es der Aufpreis nicht wert, sage ich euch ganz ehrlich. Klar, was man natürlich dazu sagen muss, wäre der halt hier aktuell ein normaler Urus mit einem Haufen Kilometern, kriegst du eigentlich immer noch das gleiche Geld wieder zurück. Und hier Performante wird aktuell um die 100 bis 130.000 Euro Aufpreis gehandelt. Also du machst damit natürlich überhaupt nichts falsch. Es ist ein extrem wertstabiles Fahrzeug, obwohl er eigentlich nicht limitiert ist. Aber natürlich muss man schon ganz ehrlich sagen, der Preis ist halt wirklich happig, weil ich kann euch nicht den genauen Preis hier von dem Fahrzeug nennen. Ihr seht, es ist auch innen alles wirklich volle Hütte, komplett mit dem Carbon, was auch sehr geil ist. Hier schön Doha 2022, richtig schön gemacht, in Verbindung mit dem Carbon, mit dem Alcantara dann wieder, wo du hinschaust. Deswegen, Qualität ist 1A, Auftreten ist 1A. Es ist ein mega geiles Auto, aber trotzdem, wenn ich das mit dem normalen Urus vergleiche, hätte ich mir schon erhofft, dass hier definitiv schon noch mal ein bisschen mehr geht. Ja? Auf der einen Seite leistungsmäßig, aber auf der anderen Seite auch ja, optisch, weil ich meine, es gibt ja auch den normalen Urus S und ich meine, das Auto kostet ja auch schon wieder, ich glaube, 20.000 oder 30.000 Euro weniger. Und nochmal, Leute, wir müssen hier uns nochmal das komplette Carbon ausstatten. Und dann trittst du aber hier wieder aufs Gas und es geht extrem gut vorwärts. Aber hier oben rum, da kommt der 707. Und da kommt einfach der Urus und Urus Performante einfach nicht mit. Aber dafür Bremse, 440 mm Keramikbremse. Das stampft auch richtig gut rein. Und dann trittst du hier aufs Gas. Aber trotzdem, man muss sagen, Leute, ja, es ist schon ein geiles Auto. Es ist schon ein geiles Auto, aber ich sage euch eins, für das Geld hier, wir sagen jetzt einfach, das Auto kostet 320.000 Euro, weil mit der Ausstattung wird das hier easy 320.000 Euro kosten. Für 320.000 Euro weiß ich nicht. Also da würde ich mir ganz, ganz andere Autos zulegen. Und ich meine, ja, DBX 707 hat auch 300.000 Euro gekostet, aber trotzdem, Leute, das sind immer noch 20.000 Euro weniger. Wir haben mehr Leistung, ja. Für mich optisch das schönere, elegantere Fahrzeug hier, Lamborghini Urus, das ist halt einfach richtig auf die Fresse, muss man ganz ehrlich sagen. Beim DBX 707, es ist sportlich, es ist elegant, du hast einfach alles, du hast innen drinnen den Komfort, gar keine Frage. Innenraum, was mediamäßig angeht, ist hier bei Lamborghini besser, aber man hat es ja schon gesehen, Aston Martin DB12, wie Aston Martin da aufgeholt hat, haben komplett ihr eigenes Media-Interface, also wirklich hat nichts mehr mit Mercedes zu tun und das wird mit Sicherheit beim DBX 707, sobald ein Facelift kommt, wird das ganz sicher auch so umgesetzt werden. Ich würde jetzt sagen, wir drehen jetzt halt nochmal um, denn Leute, für mich geht es nämlich jetzt hier gleich in die Wüste, nämlich zum Buggyfahren und dementsprechend würde ich sagen, boah, wie das Ding hier aber da versetzt. Hier erster Gang nochmal. So, wir bleiben nochmal stehen, wir machen nochmal Launch Control und dann, Leute, bin ich raus beim Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wie der die Gänge reinhackt, das ist einfach geil. Wandlergetriebe ist einfach herrlich und von daher, Jalla Abfahrt, bis zum nächsten Video wieder.